Na dann werde ich mir mal die Checkliste zum Thema Pferdeschmerzen vom heutigen Podcast durchlesen. Sehr vernünftig, Dancer. Vorbeugen ist besser als heilen, hat schon Hippokrates gesagt. Ja, das auch. Wobei ich habe eher daran gedacht, dass vielleicht ein extra Leckerli rausspringt, wenn ich Schmerzen überzeugend vorspiele und Julia sich Sorgen macht. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Keine auf Trab-Hörerin, da bin ich mir sicher, quält ihr Tier zum Scherz. Nur wie kann ich erkennen, ob ich mein Pferd beim Reiten Schmerz zufüge? Dafür darf ich wieder einmal Tierphysiotherapeut Paul Altmann bei Auf Trab begrüßen, der uns eine Checkliste für die Schmerzerkennung beim Reiten mitgebracht hat. Lassen wir uns überraschen. Ja, lieber Paul, schön, dass du wieder auf Trab bist und wieder zum Wohlbefinden der Pferde unserer Podcast-Hörerinnen beitragen möchtest. Diesmal würde ich mit dir gerne die Checkliste auf deiner Webseite jumperacademy.de durchgehen. Und da hast du nicht nur eine Checkliste, du hast mehrere. Es lohnt sich wirklich da mal vorbeizuschauen. Aber diese eine Checkliste, die mich interessiert, ist die, dass man besser einschätzen kann, die Schmerzzustände beim gerittenen Pferd. Aber vielleicht bevor es losgeht, tust du nochmal allen Auf Trab-Hörerinnen, die neu dazugekommen sind, kurz erklären, so komisch es klingt, warum du so leidenschaftlich für Schmerz bist. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich freue mich riesig. Ja, bin ich da so leidenschaftlich dabei? Also irgendwie kam das dazu, dass wir in einem Rahmen von einem anderen Projekt, wo es darum ging, dass wir bisschen wissenschaftliche Themen oder wissenschaftliche Publikationen zum Thema Pferd und Reiterei aufarbeiten, also so, dass es verständlich ist, auch jetzt für, sag ich mal, eher Laien. Mhm. Und da bin ich irgendwie immer wieder über solche Studien gestoßen, wie zum Beispiel dieses Sweden Horse Pain Programm, über das wir uns ja heute unterhalten werden. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben und das hat mich interessiert und ich bin immer weiter in dieses Thema rein und habe mich gefragt, ja, was genau ist Schmerz eigentlich und wie kann man das erkennen und zeigen Pferde das überhaupt? Das ist ja auch so eine interessante Frage, ne? Also wir können das relativ klar artikulieren. Ich kann sagen, mir tut was weh. Das ist beim Pferd schon nicht mehr so einfach. Dann ist der nächste Unterschied, dass es verschiedene Spezies sind. Ne? Also wir sehen das Pferd immer als guten Freund. Da ist jetzt die Frage, sieht das Pferd uns auch immer als guten Freund? Wir wünschen uns das natürlich, aber sieht das in der Realität doch immer so aus? Und dann ging das immer tiefer rein und ist dann im Endeffekt irgendwann in diesen wirklich, doch ich glaube, ich kann sagen, recht umfangreichen Online-Kurs und diesen anderen Angeboten, also Vorträgen und was wir alles machen, geendet, sage ich mal, oder gemündet, zumindest geendet hoffentlich noch nicht. Und ja, so bin ich da hingekommen. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, weil es ja auch tierschutzrelevant ist, total. Und generell, also ich glaube, von jedem Reiter ist ja das Ziel, dass es dem Tier möglichst gut geht und es möglichst wenig Schmerzen hat. Mhm. Apropos tierschutzrelevant, wenn ich dann immer an die FIACA in Wien denke und die großen Diskussionen oder auch bei Freunden, die keine Pferde haben, wenn man reitet, kann man eigentlich von der Tierschutzseite guten Gewissens reiten, wenn das Pferd solche Schmerzen hat beim Reiten? Oder glaubst du, provokant gesagt, dass man auch reiten kann, ohne dem Pferd Schmerz zuzufügen? Also ich glaube, dass das ein Riesenthema ist und eine sehr schwierige Frage. Also ich bin ja selber jetzt auch nicht unbedingt, ich bin ja kein Tierschützer, ne? Also jemand, die sich wirklich damit extremst auseinandersetzen und viel aktiver sind, als wir das natürlich sind in diesem Bereich, die werden da nochmal ganz anders drauf antworten können wahrscheinlich. Ich bin in erster Linie ein Pferdetrainer und verdiene ja mein Geld damit, dass wir Pferde reitbar machen, so, ne? Ich glaube aber schon, dass es in jedem Fall eine Einschränkung ist oder eine, sagen wir mal, vielleicht eine Belastung. Ich will das jetzt gar nicht positiv oder negativ werten, aber es macht etwas mit dem Pferd. Ne? Also das Pferd ist ja nun mal erstmal per se nicht dafür gemacht, dass wir uns da drauf schwingen. Andererseits, die Tiere, mit denen wir zu tun haben, sind ja alles domestizierte Tiere, also die sind doch dafür gezüchtet, dass wir sie reiten. Ne? Also die machen das schon seit ganz, 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 ganz vielen Jahren, sage ich mal, oder zumindest ihre Vorfahren. Und ich glaube, es ist ein Balanceakt. Also es gibt ja Studien, die schauen sich an, wie viele Pferde leiden unter Schmerzen. Und da sind die Zahlen irgendwie zwischen 40% bis 70% der Pferde, die teilweise für gesund gehalten werden,
die dann aber in einer klinischen Untersuchung einfach zeigen, also man dann sehen kann, dass die Schmerzen haben und dass die nicht lahmfrei sind. Und die Zahl ist immens hoch. Und ich glaube, wenn man sich so Pferde anguckt, wenn man in die Reitvereine geht, wenn man sich anguckt, was teilweise beim Händler steht oder so, glaube ich, dass ganz, ganz, ganz viele Tiere da wirklich drunter leiden, weil wirklich viel Mist gemacht wird, weil, glaube ich, viele Sachen übermittelt werden, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, sich da viele Sachen halten. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass es trotzdem ganz viele Sachen gibt, die gut sind, die gymnastizierend wirken, die ja teilweise auch gesund sind. Ich kenne auch viele Pferde, die haben total Bock zu arbeiten, also die haben total Lust darauf. Man merkt das, die wollen das. Ich glaube, es gibt beide Seiten, aber ich glaube, man muss halt wissen, dass man halt dieses Tier nimmt und man steckt das, egal wie groß die Koppel ist, in einen abgezäunten Bereich und zerrt das, wenn man selber es für richtig hält, aus seiner Umgebung raus und setzt sich drauf. Ne? Und ich glaube, es gibt Pferde, die kommen da gut mit klar. Und ich glaube, es gibt Pferde, die kommen da überhaupt nicht mit klar. Und ich glaube, es gibt auch Fälle, die kamen da mal super mit klar und dann ist irgendwas passiert und dann gibt es ein Riesenproblem. So. Also ich glaube, die Bandbreite ist riesengroß. Man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass wir das Tier wirklich nutzen, ne? Dass es ein Nutztier ist. So. Und dass das dafür nicht gemacht worden ist ursprünglich. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Aber wenn da wirklich 40-50% eigentlich Probleme haben damit, deswegen sind wir ja auch bei dem Thema mit dieser Checkliste Ridden Horse Pain Ethogram nach Dyson und Pollard, glaube ich, aus dem Jahr 2020 schreibst du. Was hat es denn damit auf sich? Weil es geht praktisch jetzt darum, dass man auch den Schmerz erkennt und dann auch aufhört natürlich. Genau, also die Idee ist, dass man sozusagen, also heißt der Ethogram, also Ethogramm ist ein Verhaltenskatalog. Es ist eine wissenschaftliche Herangehensweise, wo alle Verhaltensweisen ja wirklich wie in einem Inventar katalogisiert worden sind. Das heißt, die sind beschrieben und da hat man jetzt geguckt, was gibt es für Verhaltensweisen, Verhaltensmuster, die mit Schmerzen irgendwie assoziiert sind. Und die Idee dahinter ist, dass man, ich sag mal, wie ein Handwerkszeug hat, was möglichst neutral, möglichst wertfrei und vor allen Dingen unabhängig vom Beobachter auch durchgeführt werden kann. Also die Idee ist, dass wenn du dir das Pferd jetzt anguckst und ich gucke mir das Pferd an, dass wir unabhängig zum gleichen oder zumindest zu einem ähnlichen Ergebnis kommen und das halt nicht von unserer persönlichen Einschätzung so stark abhängt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das oft das hört man ja oft. Man kommt irgendwo hin und dann, der hat nichts, der spinnt nur oder was weiß ich, das macht er immer oder so und jeder hat irgendwie so eine Meinung dazu. Das kann richtig sein, das kann aber natürlich auch zu Problemen führen und wir wollen uns ja generell bei allem, was wir machen, möglichst wertfrei und neutral und objektiv an die Sache nähern und dafür ist dieses Ethogramm gut. Und die Idee ist also, dass man davon ausgeht, dass Pferde Schmerzen eben gar nicht so deutlich zeigen, wie wir das meistens, oder wie das oft postuliert wird. Ne? Also das heißt immer, Pferde ist ein Fluchttier und Pferde zeigen das nicht, weil die darauf angewiesen sind, dass man halt nicht sieht, welches Pferd das Schwächste ist. Und das ist nicht ganz unumstritten in der Forschung, aber klar ist, also da gibt es verschiedenste Studien, die davon ausgehen, dass Pferde halt diese Schmerzäußerung extrem reduzieren, wenn Menschen in der Nähe sind. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, auch wenn das mein Pferd ist und mein guter Freund ist und so weiter und so fort. Das Pferd wird mir gegenüber die Schmerzen nicht so deutlich artikulieren. Und demzufolge ist es umso wichtiger, dass man halt möglichst ein gutes Werkzeug hat, um da ranzugehen, dass man auch sieht, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wir werden noch sehen, wenn wir uns jetzt diese Verhaltensweisen nachher angucken, dass da viele Sachen dabei sind, die teilweise auch leider immer noch als, ich sag mal, Unarten in ganz großen Anführungszeichen abgestempelt werden. Also so eine Sache wie Buckeln oder so eine Sache, ne? Das tritt hier auf als Zeichen für Schmerz. Wird oft aber auch als Unart abgetan, ne? Und da werden wir uns bestimmt nachher noch drüber unterhalten, warum das nicht so sein kann oder soll. Ja, vielleicht könntest du damals die wesentlichen Punkte der Checkliste mal kurz durchgehen. Also wichtig ist bei dieser ganzen Checkliste, also es sind ja 24 Punkte, vielleicht sagen wir das vorneweg noch. Und die Idee ist, man hat jetzt diese Checkliste mit diesen 24 Punkten und guckt sich jeden Punkt einzeln an. Ja. Und guckt bei dem gerittenen Pferd, möglichst in allen Gangarten, möglichst von allen Seiten, von rechts, von links, von vorne, von hinten, in engen Wendungen, auf geraden Linien und so weiter, tritt dieses auf und gibt dann immer einen Punkt, wenn es auftritt und gibt halt 0 Punkte, wenn es nicht auftritt. So und
die Idee von dem ganzen Ding ist, dass das halt, wie ich schon gesagt habe, möglichst objektiv ist. Das heißt, es ist ganz klar beschrieben, was es sein soll. Also hier steht jetzt, der erste Punkt ist wiederholter Wechsel der Kopfposition. Das bedeutet jetzt, wenn das Pferd irgendwie mit dem Kopf extrem hoch oder ausschlägt oder so, beim Traben machen sie das ja normalerweise, das ist physiologisch ein bisschen, das zählt nicht. Aber wenn man jetzt sieht, dass man so ein starkes Nicken hat oder so ein stark abweichendes Kopfschlagen oder sowas, dann würde das einen Punkt geben. Wichtig ist aber auch, dass das wiederholt auftritt. Also wenn das Pferd jetzt irgendwie einmal nach einer Fliege geschnappt hat oder so, dann zählt das natürlich nicht. Also das muss schon ein paar Mal auftreten, dass man sagt, das gibt einen Punkt. So, das wäre der erste, genau. Ja. Der zweite, die schiefe Kopfhaltung ist auch klar, das wiederholtes Drehen des Kopfes, was meint man damit? Also wann kreuze ich das an? Also das ist eigentlich so ein Pferddrehen um die Achse, sage ich mal. Also wenn das Pferd jetzt irgendwie sozusagen den Kopf ein bisschen schräg hält, also die Wange Richtung Boden geht oder so. Da gibt's einen super, also das muss man natürlich nicht erst ankreuzen, wenn das schon im rechten Winkel irgendwie seitlich steht, sondern was ich gerne mache, ist mit Hilfslinien zu arbeiten. Und wenn man sich so eine imaginäre Linie zieht von Ohrspitze zu Ohrspitze und dann guckt, okay, ist die parallel zum Boden, dann ist alles okay. Und wenn man das Gefühl hat, man würde da jetzt eine Linie drauf ziehen und das ist irgendwie schräg, also nicht mehr parallel zum Boden, dann würde man schon sehen, okay, da stimmt was nicht. Das ist eine schiefe Kopfhaltung und dann würde man wieder einen Punkt geben. Und tust du das eigentlich vergleichen mit der Haltung auf der Koppel? Weil manche haben ja die natürliche Schiefe vielleicht sehr stark und dass man das, oder vergleichst du das gar nicht, diese gerittenen Schmerzzustände oder die Symptome und dann ohne Pferd, oder wie funktioniert das eigentlich? Also man sollte das Pferd schon immer als Ganzes sehen, aber wichtig bei dieser ganzen Sache ist, dass wir hier wertfrei rangehen. Also wenn wir mit dieser Checkliste arbeiten, ist ja die einzige Idee dahinter herauszufinden, hat das Pferd Schmerzen, ja oder nein. Mehr macht die Liste nicht. Die sagt uns nicht, warum, was tun wir jetzt, sondern die sagt nur, tut was weh oder nicht. Oder gibt ein Indiz dazu. Und das heißt, wir müssen möglichst wertfrei an die Sache rangehen. Das heißt, wenn ich das mache und vielleicht schon eine Idee habe, keine Ahnung, das Pferd hat das und das Problem, es ist ein Trainingsdefizit, es hat irgendwas Schlimmes erlebt oder so, muss ich versuchen, das alles auszublenden und mich wirklich nur rein objektiv, und das ist auch ganz wichtig, für jeden dieser Punkte einzeln zu beurteilen. Ne? Also nicht zu sagen, okay, die Ohren und so, das sieht schon alles komisch aus, und mich dann hinreißen zu lassen, überall so schnell Punkte zu geben, sondern alles einzeln zu beurteilen. Das ist für die Checkliste wichtig, für das Training und für die Therapie und ist es natürlich wichtig, dass man das Pferd immer gesamt anguckt. Ja, ne? aber darum geht's uns ja diesmal nicht. Oder uns geht's ja nur darum, dass man auch das wirklich erkennt und richtig dann die Punkte vergibt, weil das heißt, das war auch ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, soll mal ganz ausklammern, was das Pferd hat, und das tut dann nicht zur Sache, sondern wirklich nur das objektive Bild, dass man, wenn man sich wahrscheinlich am besten mal aufnimmt, und klar, es kann jemand anders das auch beurteilen, aber wahrscheinlich Sinn macht es, dass man sich selber mal aufnimmt beim Reiten und dann das im Nachhinein in der Zeitlupe untersucht oder analysiert, oder? Genau, also es macht sowieso, das empfehle ich auch immer, eigentlich jedem meiner Kunden jeder von meinen Kunden wird das schon mal gehört haben, dass ich irgendwie gesagt habe, stell dir eine Kamera an und film dich. Ja. Also das hilft extrem viel, wenn man einfach selber mal sieht, was man macht. Ich glaube natürlich, wenn man jetzt ein Pferd hat, was krückenlahm geht, so, wo man schon sieht, oder man sieht, man kommt mit dem Sattel und das Pferd fängt an zu steigen und zu schnappen und zu beißen, dann braucht man das natürlich nicht machen, weil dann ist es relativ eindeutig so, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wirklich wichtig, dass man da wertfrei rangeht und wie du sagst, alles eben erstmal beiseite lässt, was man so meint zu denken. Ein Punkt ist auch Kopf hinter der Senkrechten für mehr als 10 Sekunden. Da müsste man auch hinter der Seite lassen, dass das Pferd vielleicht mal früher mit Rollkur geritten wurde oder sonst was. Das muss man alles außer Acht lassen. Exakt, weil also wir wissen ja nun, das ist ja eigentlich unstrittig, auch wenn es leider immer noch gemacht wird, ne, dass solche Sachen wie Rollkur oder generell hinter der Senkrechten zu reiten, dass das einfach man muss es so drastisch sagen, das Letzte ist fürs Pferd. So, und das ist natürlich ein Zwangszustand, und der ist wahrscheinlich nur selten, also nicht ganz selten auch mit Schmerzen assoziiert. Ne? Und wenn ein Pferd immer so läuft, dann kann das eine antrainierte Zwangshaltung sein, klar, aber
es kann eben auch ein Zeichen für Schmerzen sein oder beides. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dem Pferd das wehtut, wenn man ihm das beigebracht hat, so zu laufen, ist, glaube ich, nicht gering. Es gibt auch den anderen Punkt auf der Checkliste, Kopf vor der Senkrechten für mehr als 10 Sekunden. Da geht es um 30 Grad. Da muss man jetzt dazu sagen, dass dieses Rittenhouse Pain-Programm, das wurde für eher englisch betonte Pferde validiert. Okay. Also man hat eher Dressur betont oder gerittene Pferde genommen. Bei einem Arbeitspferd würde das natürlich sicherlich ein bisschen Working anders Cow, aussehen. da kann es nicht Genau. normal sein. Aber auch da muss man sagen, dass natürlich mehr als 30 Grad vor der Senkrechten ist ja schon extrem. Das ist ja schon extrem, also das ist ja schon stark weit geöffnetes Genick. Ne? Ja, Und ich als Trainer würde jetzt, ist meine persönliche Meinung, sagen, dass mir dann erstmal, wenn ich gerade locker arbeite, beim Warmreiten und so weiter, mir ein geöffnetes, lockeres, entspanntes Pferd immer erstmal lieber ist, als ein Pferd, was ich irgendwie in Zwangshaltung ziehe. Dass das natürlich nachher für die Arbeit nicht ideal ist, das ist auch klar. Also man muss das dann umtrainieren, aber das ist ja auch jetzt nicht Gegenstand von diesem Ethogramm, sondern die Sache ist mehr als 30 Grad davor und mehr als 10 Grad hinter der Senkrechten ist beides nicht gut und gibt beides einen Punkt. Okay. Und wenn jetzt aber trotzdem ein Westernreiter die Checkliste nimmt, dann gilt dasselbe für ihn. Also wie gesagt, die wissenschaftliche Validierung dafür ist nicht da, die gibt's nicht. Also weil man das noch nicht untersucht hat, aber es ist anzunehmen, dass der ganz, ganz große Teil davon auch bei Westernpferden funktioniert. Klar, wiederholter Wechsel der Kopfposition oder so, das ist ja egal, was ich für einen Stil reite. Bei diesem expliziten Punkt mit dieser Kopfposition wird es wahrscheinlich bisschen schwieriger sein, ja. Also ich kenne viele Westernpferde, die sehr offen laufen. Ich kenne auch viele Westernpferde, die sehr, sehr, sehr zusammengerollt gehen. Also das muss man schauen. Ich glaube, man muss da einfach ein bisschen dann flexibel sein, sage ich mal, in der Anwendung. Es gibt ja so oder so nur ein Indiz oder ein Hinweis. Ne? Bei diesen 2 Punkten ist es halt, wenn man es rein formal sich anguckt, noch ein bisschen offensichtlicher. Also wichtig, was ich jetzt schon ein bisschen herauslese oder herausgehört habe, wichtig ist die Kopfposition beim Schmerz und auch die Ohren und das Genick, oder? Die Stellung dieser Bereiche, oder? Genau. Also dann solche Sachen wie Augen und sowas, also Augenlider geschlossen oder halb geschlossen für 2 bis 5 Sekunden, häufiges Blinzeln ist ja auch ein Punkt. Also es sind alles so eine Sachen, die relevant sind. Und das machen, glaube ich, viele Leute intuitiv. Also es gibt da, glaube ich, so Forschung, dass man dann schaut, wo gucken Menschen als erstes hin, wenn sie irgendwie Schmerzen oder keine Ahnung, irgendwelche Emotionen erkennen wollen. Und man guckt natürlich als erstes aufs Gesicht. Und das machen wir auch speziesübergreifend. Also wir gucken auch einem Pferd oder einem Hund als erstes ins Gesicht. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile, weil ein Pferd also zumindest ja auch eine Mimik hat, aber wir das natürlich nicht so deutlich interpretieren können wie unsere eigenen Sachen. Und das fällt uns ja schon schwer, wenn wir von Mensch zu Mensch das irgendwie versuchen müssen zu beschreiben. So nonverbale Kommunikation macht ja einen riesen Teil aus, ja. Und das können wir auch nicht fassen. Und das, glaube ich, macht es jetzt zwischen 2 Spezies noch komplizierter. Aber ich glaube, wir sind generell dazu drauf gepolt, erstmal auf den Kopf zu gucken. Und so Ohren nach hinten oder so, das hört man ja in jeder Reitschule. Ne? Das kennt ja jeder Reitschüler. Wenn das Pferd die Ohren anlegt, dann stimmt irgendwas nicht. Da guckt man halt als erstes hin. Und ich glaube auch als guter Trainer und als Physiotherapeut oder guckt man natürlich auf so eine Sachen wie das Genick oder so extrem, weil einem das extrem viel verrät. Ne? Wenn das fest wirkt oder so, dann sieht man ziemlich schnell, dass das ganze Pferd irgendwie fest läuft. Und das sind natürlich super Punkte, super Anhaltspunkte, weil es halt auch deutlich ist, deutlich zu sehen. So ein schiefer Kopf, das sieht man gut, ne? Das stimmt, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Augapfel, das ist auch ein Punkt, wiederholtes Sichtbarwerden der Sklera. Das stelle ich mir schon etwas schwieriger vor, weil Augen ja sehr unterschiedlich ist. Also bei meinem Welschkopf sehe ich, die sind so schwarz, da würde ich nie was Weißes sehen, ja. Und die sind so, und andere haben aber immer ein bisschen weiß im Augapfel, ja. Jetzt kann man sagen, okay, die haben immer schon Schmerzen, aber das muss ja nicht sein, oder? Nee, also es gibt, also ich kenne das noch, Leute also einer von den, ja, man kann sagen, von den Bauern, von denen ich das viel gelernt habe, so, die haben immer gesagt, so, kauf nie ein Pferd mit zu viel Weiß in den Augen, das ist so eine alte Bauernregel, ne? Ich kenne einige Pferde, da stimmt das. Ich kenne aber auch einige Pferde, die haben ganz viel Weiß in den Augen und sind die bravsten Kinderponys. Also das würde ich so nicht verallgemeinern. Da muss man natürlich schauen. Ne? Also Sklera ist der weiße Teil des Augapfels, für alle, die das nicht wissen. So, also wenn du jetzt ein Pferd hast, was ein braunes Auge hat, ein komplett braunes Auge, ist es natürlich sehr schön und deutlich sichtbar, wenn die Augen auf einmal so weit aufgerissen sind, dass man dann den weißen Teil des Augapfels sieht. Oder teilweise verdrehen die sich ja auch so stark, dass man das dann sieht vor Schmerz.
dann ist es relativ deutlich. Wenn man jetzt ein Pferd hat, wo das Weiß auch in einem Ruhezustand sichtbar ist, muss man halt gucken, okay, wird das mehr? Also wenn ich jetzt ein Pferd habe, was einfach so ein Menschenauge hat, was ja gerade so im Quarter- oder Paint-Bereich oft der Fall ist. Also gibt es ja viele Pferde, die so eine Augapfel haben. Da muss man schauen, wenn man jetzt sieht, okay, das wird jetzt auf einmal viel, viel mehr, dann würde das einen Punkt geben. So, aber ich bepunkte das natürlich nicht, wenn das Pferd schon im Ruhezustand so aussieht. Dann das Starren von mindestens 5 Sekunden. Wenn ich jetzt gerade zum Beispiel über Cavalettis reite oder gerade ein Parcours durchgehe, wie sehe ich das? Also ich zähle einfach, wie lang das in ein Punkt anstarrt, oder wie kann ich mir das vorstellen, wie ich diesen Punkt bewerte? Also das ist tatsächlich einer dieser Punkte, den ich auch ein bisschen schwieriger finde. Das ist ja so ein Ding, das haben wir ja irgendwie im Pferdebereich oft, dass es so irgendwie so Begriffe gibt, wo man die sehr offen sind. Also was ist intensives Starren? Da geht's wirklich um so einen Lernblick. Also gar nicht, dass die jetzt auf den Punkt starren, sondern dass die so total fixiert oder so fast schon, manchmal wirkt das auch ein bisschen abwesend. Abwesend, okay. Also so, dass man das Gefühl hat, man guckt in so eine leere Hülle, oder das Pferd, oder das andere Extrem, das Pferd glotzt einen, sage ich mal, so extremst irgendwie in irgendeine Richtung oder auf einen Punkt. Das sieht man meistens, weil dann auch die Augen ein bisschen aufgerissener sind und so, und das wirkt auf einmal ganz anders. So. Da ist aber auch wichtig, dass das halt mindestens 5 Sekunden ist und nicht nur mal kurz. Ne? Und es ist wahrscheinlich auch was man jetzt eher macht. Also das kann man als Reiter natürlich schlechter beurteilen, wenn man drauf sitzt. Aber das ganze Ding ist ja was eher ein Beobachter von außen sich anguckt, während das Pferd geritten wird. Ne? Also die Idee ist ja auch, dass das gemacht wird unter Belastung, also unterm Reiter, weil man, ich glaube, das war auch Dyson und Kollegen, die da Studien zugemacht haben, dass man davon ausgeht, dass die Pferde, wenn man die an der Hand vorführt, wie so eine klassische Lahmheitsdiagnostik funktioniert, oft Lahmheiten halt nicht diagnostiziert werden, weil die an der Longe, oder an der Hand noch nicht lahm gehen und dann erst durch die zusätzliche Belastung durch den Reiter lahm sind. Und die Idee ist ja dann, dass man das in diesem Kontext macht, also dass jemand reitet und der andere guckt sich das an und dann hat man von unten einen ganz guten Blick eigentlich. Bei dem Augapfel, bei dem Weiß in den Augen oder auch der starre Blick, ist mir auch eingefallen, wie kann man unterscheiden, ob das nicht gerade ein Angstzustand ist, weil vielleicht gerade eine Tür geklopft hat oder irgendwas, und dass das wirklich ein Schmerz ist. Also Angst und Schmerz, ist das nicht oft schwer auseinanderzuhalten? Das generell oft, ja, ist es. Ich glaube, dass das oft wahrscheinlich auch zusammenhängt. Also sehr nervöse Pferde, das ist jetzt nichts, was ich jetzt auf irgendeiner Studie stützen könnte, aber das ist was ich einfach aus meiner praktischen Erfahrung oft sehe, dass das oft Pferde sind, die irgendwie ein körperliches Problem haben. Manchmal sieht man das gar nicht. Also gerade so Pferde, die zum Losstürmen neigen, sind oft Tiere, die haben es irgendwie im hinteren Teil des Rückens oder so. Ich habe eine Kollegin, eine wirklich fabelhafte Osteopathin, die hat zu mir gesagt, weißt du, das Pferd unterscheidet dich, ob du mit einer Schippe hinten drauf haust oder ob es jetzt der Lendenwirbel ist, der zieht. Das merkt irgendwas, tut fürchterlich weh auf einmal. Also das kennt man ja auch, eine kleine Bewegung, es zieht und das Pferd reagiert erstmal mit und rennt los. So, ne? Und ich glaube, das ist oft nah beieinander. Man muss jetzt natürlich schauen, deshalb steht ja hier auch für mindestens 5 Sekunden. Ne? Wenn ich jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, jemand vorbeifährt, lässt einen Motor aufheulen oder so und das Pferd hat auf einmal einen total komischen Blick, muss ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt bepunkten. Wenn das allerdings in einer recht ruhigen oder gewohnten Umgebung läuft und das passiert sowas, wäre das ein Punkt. Also da muss man dann, glaube ich, einfach ein bisschen flexibel sein und gucken, wie die Situation aussieht. Aber man darf natürlich auch nicht sagen, ach naja, jetzt hat hier eine Stalltür geknallt, jetzt war hier irgendwie ein Reitkind, dass man sich so alles irgendwie dann schön redet, das wäre auch nicht gut. Ja, dann sind wir bei auch einem interessanten Körperteil, dem Maul. Da sieht man ja auch sehr viel und da kann man auch viel verwechseln. Ich denke mir immer, wenn manche sagen, oh, mein Pferd kaut so schön, es schäumt so sehr, aber in Wirklichkeit ist irgendwo das Gebiss da oben in den Lefzen. Also da ist auch interessant, dass ein Punkt wiederholt, das Öffnen des Mauls für mindestens 10 Sekunden. Die Zähne müssen getrennt sein. Wie kann man das wirklich von was anderem unterscheiden? Also das Schöne bei dem Punkt ist, dass der ja wirklich extrem
extremst gut ausformuliert ist. Ne? Also erstmal muss das wiederholt auftreten. Also es muss mehrmals für mindestens 10 Sekunden das Maul aufgehabt haben. 10 Sekunden ist schon eine lange Zeit. Also das ist schon recht deutlich. Und Zähne müssen getrennt sein, heißt, man kann wirklich einmal durchgucken, so ungefähr. Ne? Okay. Das ist, also es ist schon ziemlich deutlich. Passiert leider auch recht häufig. Also gerade bei Pferden, die mit einer sehr harten Hand geritten werden oder so, sieht man das leider ziemlich häufig. Maul ist, glaube ich, generell was, wo man viel sehen kann. Auch so, also wie du schon sagst, ich kenne das noch so, das ist eigentlich so ein Märchen, was sich irgendwie hält. Ja, wenn der viel schäumt oder so, dann ist der sehr entspannt. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist einfach physiologisch, wenn man das Pferd zu eng reitet, drückt das auf die Speicheldrüsen und das produziert mehr Speichel. Das Gleiche, wenn ich mir auf die Backe beiße, fängt nach einer Weile, also wenn ich da so leichten Druck drauf gebe, fängt mein Mund an, mehr Speichel zu produzieren. Und irgendwann wird es schäumen vor meinem Mund. Also das ist kein Zeichen von gut. Das ist einfach ein rein physiologischer Prozess und bedeutet in vielen Fällen eher, dass man zu eng oder zu hart geritten ist mit der Hand. Ja. Aber jetzt ja auch nicht Gegenstand von dem Etogramm. Aber wie gesagt, wiederholt für mindestens 10 Sekunden und die Zähne müssen auseinander sein, ist, glaube ich, recht. Okay, und das Gebiss wiederholt zu einer Seite durch das Maul gezogen, dann stimmt doch was mit dem Gebiss nicht, oder kann das einen anderen Grund haben? Ja, oder mit dem Reiter nicht, das kann auch sein. So. Okay. Oder es wird halt so durchs Maul gekaut, das sieht man auch manchmal. Ne? Also dass sie das so wirklich von rechts nach links mit der Zunge durch die Gegend schieben oder mit dem Unterkiefer versuchen, das Gebiss in die Richtung zu ziehen. Auch da, wenn man sieht, dass das mehrmals durch die Maulspalte rutscht, rechts, links, würde das wieder einen Punkt geben. Oder mehrmals rechts oder so. Also wenn es durch die Gegend rutscht, dann. Und ein typisches, was man, glaube ich, schon in der Grundschule des Reitens lernt, ist der Schweif, den man sich anschauen muss, um das Wohlbefinden des Pferdes festzustellen. Der sollte praktisch nicht eingeklemmt sein. Das ist und nicht eben auch schräg gehalten sein. Da muss man halt auch wieder die Situation sehen, ist das Pferd vielleicht auch gerade rossig und klemmt es deswegen an, oder ist es ein Hengst, der eine Stute riecht oder was immer. Also da muss man halt schon auch das Feingefühl haben, um das festzustellen, dass das wirklich Schweifschlagen ist. Oder ist das immer ein Hinweis auf Schmerz? Also wenn ich jetzt natürlich einen Araber habe, der irgendwie, also das ist ja so dieses Paradebeispiel, ne, die immer schön stehenden Schweif haben, da ist das schwieriger zu bepunkten, klar, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, in einer normalen Situation hält mein Pferd den Schweif schief, gebe ich erstmal einen Punkt. Also es ist ja auch die Idee von dem ganzen Ding, ich brauche erstmal mindestens 8 Punkte, bis man sagt, okay, das Pferd hat Schmerzen. Was jetzt nicht bedeutet, also es gibt auch Pferde, die leiden total und haben weniger als 8 Punkte, das darf man auch nicht vergessen. Also nur wenn jetzt jemand diese Checkliste macht und sagt, okay, ich habe hier irgendwie nur 4 Punkte, dann ist es wahrscheinlich, dass das Pferd jetzt noch nicht super krass Aua hat beim Laufen, aber es heißt halt auch nicht, dass das Pferd schmerzfrei ist. Auch hat man da jetzt in anderen Skalen wurde das validiert, da hat man gesehen, dass Leute, die das nicht professionell machen, Laien, dazu auch zu Ergebnissen kommen, aber die natürlich nicht so prägnant oder präzise sind wie Menschen, die das professionell betreiben oder so. Also darauf muss man auch im Hinterkopf haben. Also dieses auszuwerten, da braucht man noch Übung, weil man das erstmal alles sehen muss, ne? So ein Pferdekörper von vorne nach hinten zu betrachten. Yeah. Aber prinzipiell würde man es bepunkten, wenn der nicht gerade läuft, sondern es irgendwie den Schweif schief hält. Also die Idee ist ja auch da, wie gesagt, wirklich nicht zu sagen, naja, ich schätze das jetzt mal so ein, dass das jetzt irgendwas anderes ist. Ja. Und dann gebe ich keinen Punkt, sondern man sagt, okay, ich habe hier ein Verhaltensmuster, das sehe ich, also gibt es einen Punkt. Die Frage, warum das ist für mich erstmal irrelevant, wenn ich diese Liste durcharbeite. Machst, gell? Okay, dann die Gangart, da will man auch mal viel erkennen. Hetzender Gang, da ist halt auch wieder, wenn ich so eine kleine Nähmaschine habe, das ist auch schwer, oder? Verlangsamender Gang, hetzender Gang, darf man da auch nicht auf die Rasse oder auf das Alter des Pferdes Rücksicht nehmen, oder wie ist das zu bewerten? Also es ist auch sicherlich schwieriger schon zu sehen, also braucht man auch mehr Erfahrung, glaube ich, aber man sieht ja, wenn ein Pferd in seiner Größe, also ein Shetland Pony wird natürlich erstmal anders laufen als ein kalter Schlag oder ein Vollblut, das ist klar, aber man sieht ja da, ob der Gang irgendwie unrund ist, ob der irgendwie verlangsamt ist eben.
Also ob man das Gefühl hat, irgendwie wirkt das schleifend, gestaucht, sonst was, oder ob man das Gefühl hat, es wirkt sehr gehetzt, also sehr starksig oder so. Ne? Und ich glaube, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke und so an die Ponys denke, die haben wenig mit Shetland-Ponys zu tun. Also es sind die meisten Leute, die Pferde werden ja immer größer, so gefühlt. Ne? Aber ich glaube, man tut diesen kleinen Pferden oft Unrecht, weil die laufen wie so eine Nähmaschine. Aber wenn man sich dann mal den Rest von diesem Bild jetzt anguckt oder vorstellt, oft ist der Kopf extrem weit oben, der Rücken ist extrem durchgedrückt. Also die laufen echt oft ziemlich schlecht, weil man da halt, was macht man mit denen? Also da setzt man Kinder drauf und dann laufen die im Kreis und dann, ja, wird schon, ach, ist so süß und streicheln so, ne? Also es wird halt schwer, so ein Pferd wirklich gymnastizieren zu reiten oder sowas, weil die meisten Leute, Menschen, die auf diesen Pferden sitzen, zwar noch nichts wiegen, so, aber der Großteil wahrscheinlich auch noch nicht an dem reiterlichen Punkt ist, da jetzt wirklich mehr zu machen, als erstmal ein Gefühl für das Pferd zu kriegen. Und ich glaube, da gibt es bestimmt viele, viele, viele Ponys, wäre mal eine interessante Fragestellung, die wirklich extrem unter Schmerzen oder Rückenschmerzen leiden und dadurch so einen komisch hoppligen Gang haben. Ja? Also wenn man sich schöne, was sind kleinere Ponys, irgendwelche Welshmixes oder so anguckt, ne, die wirklich gut ausgebildet sind oder so, die haben ja auch keinen stechenden Gang, die laufen ja auch schön. So, ne? Und Shetland-Ponys sind oft viel zu fett, das ist ja auch so ein Ding, ne, also die sind oft völlig überfressen, ja, der Kleine, der ist so niedlich, das Wollknäuel und, ne. Schön ist das für das Pferd überhaupt nicht. Also was ich interessant finde, ist in der Studie selbst wird eine konkrete Zahl gesagt. Ne? Da wird mehr als 40 Trabschritte pro 15 Minuten angegeben. Da habe ich irgendwann mal einen Post zu gemacht. Da ging es mächtig zur Sache. Ja, und mein Pferd, das hat doch eine ganz andere Schrittfrequenz als andere. Müsste man Frau Dyson fragen, was sie sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung, so steht es in der Studie. Also würde man es so auch bepunkten erstmal. Wir haben dann, ich kann mich daran erinnern, dass wir dann geguckt haben, so auf verschiedene Aufnahmen, die wir selber von den Pferden hatten, in den Zeitlupen zu schauen, unterscheidet sich das wirklich? Ich bin nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, wo ich sage, das würde mich zufriedenstellend mir die Frage beantworten, dass ich das in aller Welt jetzt postulieren würde. Bleibt sicherlich eins von den Punkten, die ein bisschen schwieriger sind zu betrachten, ja, definitiv. Also das gleiche beim verlangsamten Gang heißt es weniger als 35 Trabschritte pro 15 Sekunden. Validiert wurde das an Pferden, die, glaube ich, irgendwie so, also normale Pferdegröße hatten. Ich glaube, da war von 1,40 Meter bis 1,75 Meter oder so. Also ich will mich nicht genau festnageln. Alles dabei. So. Hinterhand folgt nicht der Spur der Vorhand. Das ist ja vielleicht sogar für den Laien einfach zu sehen, wenn man sich die Spuren des Pferdes anschaut, wenn der Boden nicht zu tief ist und man das sieht irgendwie. Genau, man sieht dann quasi 3 Spuren nebeneinander oder im schlimmsten Fall sogar 4 im Boden und dann weiß man, okay, irgendwas stimmt nicht. Ja, das ist recht einfach zu sehen, denke ich. Ja, dann haben wir noch wiederholte Handwechsel im Galopp, galoppiert auf falscher Hand. Das ist wirklich interessant, weil ich habe einen jungen Welsh gehabt, also ich habe ihn erst mit 5 eingeritten, jetzt ist er so 6,5 und der habe ich eben gemerkt, der hat sich wirklich in der Bahn, tut er sich schwer auf der linken Hand richtig anzugaloppieren. Dann habe ich herausgefunden, dass im Entlastungssitz galoppiert er richtig an, ja. Also liegt's wahrscheinlich an mir. aber das müsste ich praktisch auf dieser Liste, wenn ich durchgehe, auch ankreuzen. Definitiv. Das finde ich einer von den für mich zumindest sehr spannenden Punkten, weil das ja oft so ein Ding ist, wo man jetzt entweder ein Trainingsdefizit vermutet oder was man leider halt auch häufig erlebt, da kriege ich schon Puls, wenn ich dran denke, der verarscht dich nur und müsst ihr mir jetzt mal sagen, was Sache ist. Ne? Also diese Idee, dass das Pferd weiß, wenn ich jetzt auf der falschen Hand angaloppiere, dann bringe ich den da oben auf die Palme, weil der mir heute auf den Sender geht. Ne? Das ist schon sehr weit hergeholt. Also das ist völliger Schwachsinn natürlich. Es sagt mir viel aus. Jetzt muss ich natürlich gucken. Also ich bepunkte das, ne? Wenn das Pferd jetzt irgendwie falsch anspringt, dann oder spontan Gangwechsel macht, immer wieder ausgeht, dann gibt das einen Punkt im Rahmen dieser Checkliste. Auch wenn ich ein Pferd habe, das eher eben, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, kann ich mir bei Schulpferden vorstellen, wenn die nicht die richtigen Hilfen geben, dann falle ich halt aus, ja, das ist dann was anderes, oder?
Ja, aber ich sollte ja im besten Fall so eine Bewertung auch mit jemandem machen, der sein Pferd schon halbwegs reiten kann. Ja, Ne? Also das stimmt, ja. das sollte man schon voraussetzen. Und dann auch da, es gibt einen Punkt. Und man kann nicht sagen, nee, das ist jetzt, weil der nicht richtig die Hilfe gegeben hat oder weil der sich nicht durchgesetzt hat. Das ist ja mein anderes Lieblingswort, ja. Dann kann ich das nicht einfach auslassen. Ich muss das trotzdem bepunkten. Natürlich kann ich mich nachher fragen, woran liegt denn das? Und gerade bei jungen Pferden oder bei eher unzureichend ausgebildeten Pferden oder so hat man das sicherlich oft, dass das auch, also gerade wenn das Pferd auf der falschen Hand angaloppiert, dass es vielleicht ein Trainingsdefizit ist. Mhm. Aber wo ich extremst hellhörig werden würde, ist, wenn das am Dienstag funktioniert, am Mittwoch funktioniert das. Und dann gibt es mal einen Tag Ruhe oder das Pferd steht auf der Koppel oder ich habe irgendwas gemacht, was weiß ich denn was, oder es funktioniert von jetzt auf gleich am nächsten Tag nicht mehr. Dann würde ich mir denken, was ist denn jetzt los, wenn das Pferd das einmal konnte und jetzt auf einmal nicht mehr. Für die Liste ist es völlig egal, aber für mich als Trainer oder als Reiter ist es natürlich dann interessant, warum funktioniert es heute auf einmal nicht. Gebe ich vielleicht eine falsche Hilfe, sitze ich blöd oder tut heute irgendwas weh, hat sich verrenkt auf der Koppel oder. So. Muss ja auch nicht immer sonst was sein. Ne? Also man denkt ja immer gleich an sonst was, an, keine Ahnung, Horrordiagnosen, Kissing Spines und bla und blub, sondern es kann ja auch irgendwie mal sein, dass das Pferd sich einfach mal vertreten hat, einfach mal verspannt ist, ne, dass es einen Zug gekriegt hat oder. Das sind ja auch alles durchaus Optionen. Also Stolpern kommt dann auch noch vor, mehr als einmal Stolpern, beidseitiges Zehenschleifen hinten. Ja, das hat man auch gerne. Man sagt dann zwar, er hat sich gerade nicht aufgepasst oder so, aber das ist immer auch ein Punkt, den man ankreuzen muss, auch wenn man vielleicht sagt, okay, der ist halt nur dahin gelatscht, das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht, definitiv nicht. Also das wird immer angekreuzt. Pferde, klar stolpert ein Pferd mal, aber das ist eigentlich nicht die Idee dahinter, dass ein Pferd jetzt permanent irgendwie nur am Rumstolpern ist. Wichtig ist ja auch, also wiederholtes beidseitiges Zehenschleifen hinten, also wiederholt. Also das darf nicht nur einmal vorkommen, sondern das muss auch mehrmals vorkommen. Sieht man im schlimmsten Fall oft schon daran, dass die Zehe dann wirklich vorne richtig abgescheuert ist, wenn man Leute hat, die jetzt viel im Gelände auf festerem Untergrund oder so reiten. Auf dem Reitplatz meistens nicht so, aber dann sieht man dann, dass die Zehe recht flach ist, dann ist es schon meistens recht krass. Okay, da würde ich mit den Hufschmied reden sozusagen und sich das anschauen lassen. Genau. Ja. Dann Richtungsänderung, also das ist ja eine krasse Geschichte, das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, gegen die Anweisungen des Reiters erschrecken. Es ist ein interessanter Punkt, also ich sehe sowas, also ich finde, man sieht sowas öfters, gerade auch bei Schulpferden oder so. Aha. Und da heißt es ja dann oft, okay, ja, der weiß vielleicht noch nicht so richtig, was er macht, es war undeutlich oder. Ich denke, dass Schulpferde oft auch die gebeutelsten von allen Tieren sind, also das muss man auch sagen. Ich kenne einige Reitbetriebe, die haben Top-Schulpferde, also die sind besser als einige Pferde, die ich kenne, die in privater Hand stehen, aber oft haben die einen ziemlich harten Job so, ne? Also ist so ein Ding, weil man das immer, also so Richtungsänderungen erschrecken, vor allem gegen die Anweisung des Reiters, ne? Das ist halt auch so eine krasse Formulierung. Das setzt ja immer oder impliziert so eine Unwilligkeit, ne? Also so ein Widersetzen. Und ich glaube, da neigt man oft zu in der Reiterei, das dann irgendwie, ich sag mal, persönlich zu nehmen und zu sagen, naja, das muss ich ja aber mal sagen, das geht so nicht. Und dann macht man ziemlich oft eine ziemlich klare Ansage. Sicherlich muss man das so drastisch sagen, dass man ein Pferd, gerade junge Pferde oder Pferde mit unzureichender Ausbildung, dass man da auch sagen muss, wo es lang geht. Das ist auch völlig klar. Aber auch da, ne, wenn ich nachher im Training merke, dass sowas immer wieder auftritt, würde ich mir ziemlich zeitnah die Frage stellen, ist das vielleicht doch eher ein körperliches Problem, genau. Dasselbe dann auch mit dem Stehenbleiben, das ist auch sowas, oder? Genau, ist ja der nächste Punkt, eine Unwilligkeit, sich vorwärts zu bewegen, muss stark getrieben werden oder verbale Ermutigung. Und das vorwärts, los und es passiert immer noch nichts. Bleibt spontan stehen, ist definitiv ein Punkt und zeigt definitiv, dass da irgendwas echt nicht stimmt, so, ja. Also, das ist auch was ich sagen würde, wenn wir Pferde haben, bei denen sowas der Fall ist das ein ganz klarer Hinweis dafür, dass da irgendwas wirklich nicht hinhaut, so. Und, das kann mit der Ausbildung zusammenhängen, aber meistens sind das verschiedene Punkte, weil es oft ja auch leider so ist, dass Pferde, die eine unzureichende Ausbildung haben, auch dann ziemlich zeitnah körperliche Probleme kriegen, weil die einfach nie gelernt haben, richtig zu tragen. Und da muss man sich wahrscheinlich gerade bei diesem Punkt, also nicht vorwärts bewegen, muss man sich vor allen Dingen bei alten Pferden überlegen, ob das Pferd nicht auch
wirklich noch reitbar ist oder ob man nicht spazieren gehen sollte oder wenn sowas vorkommt. Ja, definitiv. Man muss, glaube ich, generell immer gucken, was man für ein Pferd hat und ja, das, was man mit dem Tier machen kann, auch an das Tier anpassen, ne? Und nicht wie das manchmal auch immer so der Fall ist, das an seine Vorstellungen anzupassen. Ne? Also nur wenn ich jetzt bei Facebook irgendwas sehe, was ich total toll finde, was total tolle Übung ist, heißt das nicht, dass das für mein Pferd auch funktioniert. Ne? Und da spreche ich wirklich aus Erfahrung. Wie oft habe ich das gehabt, dass ich irgendwie was bei Kollegen oder sonst wo oder gelesen oder gesehen habe und dachte, boah, was für eine tolle Übung. Und dann macht man das und es funktioniert einfach überhaupt nicht mit dem Pferd. Ne? Und anfangs war das immer so, warum klappt das dann nicht? Und dann übt man und jetzt denke ich mir, so ganz oft, manchmal liegt es daran, dass ich es selber nicht umsetzen kann. Manchmal liegt es aber auch wirklich daran, dass es die völlig falsche Übung für mein Pferd ist. Das ist ein guter Ansatz, den man sich merken sollte. Ja. Ich meine, wenn Steigen und Buckeln brauchen wir, glaube ich, nicht mehr weiter eingehen. Das ist eh klar, dass da das Pferd nicht das aus Lust und Laune macht. Ja. Wer jetzt denkt, das habe ich mir aber jetzt alles nicht gemerkt, der braucht keinen Schrecken kriegen, weil du hast ja eine schöne Checklist auf jumper-academy.de, wo man das nachlesen kann. Vielleicht kann man dann nochmal den Podcast nachhören, wie wir praktisch über die einzelnen Punkte, wie wir die ankreuzen würden. Und kurzum, daraus entsteht dann eine Gesamtnote, die ermittelt wird. Und was dann? Genau, also man zählt dann, man hat das jetzt durchgearbeitet, dann zählt man alle Punkte zusammen und wenn man jetzt mehr als 8 Punkte hat, dann ist das ein sehr, 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 sehr starker Hinweis darauf, dass das Pferd Schmerzen hat. Auch da ist mir nochmal wichtig zu sagen, wenn es weniger Punkte sind, heißt das nicht, dass das Pferd schmerzfrei ist. So, es ist ein Hinweis darauf, aber wenn man merkt, es funktioniert irgendwas immer noch nicht, meistens sind das ja so Rittigkeitsprobleme, wegen denen man dann angerufen wird, so in Anführungsstrichen, ne, oder irgendwelche Unarten in Anführungsstrichen und das waren schon 20 Trainer dran und keiner hat eine Lösung gefunden. Meistens liegt es an einem körperlichen Problem. Das darf man nicht vergessen. Also nur weil das weniger als 8 Punkte sind, heißt das nicht, dass es dem Pferd gut geht. So, wenn ich jetzt hier mehr als 8 Punkte habe, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, was ist los? So, ne? Und bitte, bitte, bitte einen Tierarzt anrufen. Und zwar wirklich einen Tierarzt und keinen Menschen, der sich für einen selbsternannten Profi hält. Auch keinen Tierphysiotherapeuten. Also ich habe viele Kollegen, also ich sage das nur, weil ich selber auch diese Ausbildung habe. Ich habe viele Kollegen, die sind super gut, die sind wirklich fabelhaft. Und da gibt es bestimmt auch einige, die sind wirklich wesentlich besser als mancher Tierarzt. Das mag ohne Frage so sein. Ne? Aber trotzdem, die einzige staatliche Ausbildung, die wir haben, die wirklich reglementiert ist das Studium zum Veterinärmediziner. Und das sind fast 6 Jahre. Das ist ein extrem harter Studiengang. Ja, allein da schon reinzukommen, die wissen schon, was sie machen. So, ne? Ja. Und es gibt so viel Schwachsinn auch, der erzählt wird, so, ne, über gymnastisches Reiten oder gymnastizierendes Reiten und was dann auf einmal gesund sein soll und sonst was völlig gegen jegliche Studienlage geht, aber dann postuliert wird. Ne? Und man kann da an Leute geraten, die super gut sind. Man kann da aber auch an Leute geraten, die sagen, ja, es ist alles gut. Oder ich habe auch schon erlebt, da wurde dann irgendwie, keine Ahnung, da wurden farbige Handylampen an ein Pferd gehalten und danach heißt es, das ist wieder in Ordnung oder sowas. Also die verrücktesten und wildesten Geschichten so. Ne? Als erstes den Tierarzt fragen und wenn das ein guter Tierarzt ist, man einen guten Therapeuten hat, arbeiten die im besten Fall, das ist der Idealfall, ja so wie in der Humanmedizin auch zusammen. Also in der Humanmedizin gehe ich als erstes zu meinem Hausarzt. Der überweist mich weiter und dann kriege ich die Überweisung zum Physiotherapeuten. Da stellt der Physiotherapeut nicht die Diagnose. Ne? Und bitte, bitte, bitte erst den Tierarzt anrufen, bevor man irgendwie was anderes macht. Und wenn der sagt, ich weiß es nicht, ist ein orthopädisches Problem oder, dann sucht man sich einen guten Therapeuten, hört sich um und fragt, wer ist denn da gut. Es gibt so viele Schulen, viele sind richtig klasse. Es gibt da auch, wie überall, es gibt gute und nicht so gute Leute. Da muss man sich ein bisschen informieren. Und sich dann Hilfe suchen. Und oft sind solche Sachen wie das Equipment passt nicht. Oder oft muss man auch selber noch mal irgendwie auf einem anderen Pferd mal noch die ein oder andere Übung absolvieren. Einige sind auch Reitfehler, falsche Übungen, Hilfszüge, solche Sachen. Ne? Also falsche Techniken oder sowas, kann alles eine Rolle spielen. Oder halt Pferd gekauft, was halt irreversiblen Schaden hat, das kann auch sein. Ne? Also man muss dann gucken, was die Ursache ist. Also wie gesagt, einen hast du noch vergessen, den man auch nicht kontaktieren sollte, das ist den Dr. Google. Und also ich erlebe in letzter Zeit, das muss ich loswerden. Etwas, das schockiert mich immer wieder. Ich bin ich bin bei Facebook oder so ja gar nicht so aktiv, aber ich bin in einigen von diesen Pferdegruppen.
weil man immer mal so sieht, wenn woanders irgendwo ein Turnier ist oder so, dann kann man da mal hinfahren oder manchmal braucht vielleicht auch jemand in der Nähe Hilfe und dann kann man mal sagen, hey, hier, ich bin Trainer, willst du nicht zu mir kommen? Und ich mache da recht wenig, aber was ich immer mal wieder sehe, ist, da werden Röntgenbilder gepostet und dann fragen Leute, und neulich habe ich was, da habe ich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Da hat jemand dieses Bild genommen. Und Röntgenbilder muss man ja aus mehreren Ebenen immer sehen, weil es ja ein Summationsbild ist. Das heißt, ich muss von vorne, von der Seite, dann brauche ich die ganzen Daten, die dazustehen und so weiter. Also das ist nicht ohne Grund ein Studium. Und dann hat jemand eines dieser Bilder genommen, hat das rot eingekreist, eine Struktur und hat gesagt, das finde ich komisch. Und die Leute sind da drauf eingegangen. Ich dachte, ach du Scheiße, was ist das denn? Also wenn der Tierarzt schon da war, ja, dann kann ich mir vielleicht eine Zweitmeinung holen, aber doch bitte von einem Tierarzt und nicht in einer Facebook-Gruppe, ja. Also das ist wichtig zu, und auch Röntgenbilder zu interpretieren, das ist ein Job von einem Mediziner, also, ja, und nicht von Laien bei Facebook. Und da möchte ich auch nochmal für dich Werbung machen. Also du behauptest ja auch nicht, dass du die Lösung zu diesen Schmerzpunkten hast. Du stellst nur die Checkliste zur Verfügung und du bietest ja auch unterschiedliche, glaube ich, auch Online-Kurse an für Schmerzerkennen oder was bietest du da konkret an? Und wie gesagt, man kann ja auch zu dieser Checkliste jetzt nicht wirklich sagen, das ist das. Das wäre einfach unseriös. Dann nochmal der Appell, den Tierarzt kontaktieren und zwar den studierten Tierarzt. Genau. Also wir bieten an online natürlich diesen Kurs, den findet man auf jumper-academy.de. Das sind über 4 Stunden, wo es wirklich in so einer Art, ja, also verschiedene Videos gibt, über 4 Stunden Videomaterial, quasi wie so kleine Vorträge portioniert, das zwischen 15 und 30, 40 Minuten. Das kann man sich dann angucken, wie man Zeit hat, wie man möchte. Das geht ganz allgemein los mit so einer Frage, was eigentlich Wissenschaft ist und wie man zu solchen Erkenntnissen kommt und was unsere Wahrnehmung dafür eine Rolle spielt. Also wirklich ein bisschen allgemeiner und geht dann nachher rein in so eine Fragen wie, was ist ein Schmerz überhaupt? Zeigen Pferde Schmerzen? Das echt nicht so eine klare Antwort ist, wie man das manchmal vermutet. So, und dann besprechen wir solche Sachen wie eben das Wooden Horse Pain-Programm, also wie erkenne ich Schmerzen beim Pferd im gerittenen Zustand oder auch am Gesicht mit der Horse Grimace Scale. Dann gibt's noch ein anderes riesiges Ethogramm, wo es darum geht, dass man Schmerzen bei Pferden in einer Box oder im Stall erkennt. Sowas wird alles besprochen und das ist online, man kann sich da jederzeit anmelden. Der Kurs kostet gerade 35 € und kann dann je nach Lust und Laune, wann man Zeit hat, überall auf allen Endgeräten sich das angucken. Und ansonsten bieten wir natürlich im Raum, also ich selbst komme ja aus Dessau und im Raum so 120 Kilometer Umkreis, also vor allen Dingen Berlin, Leipzig, Halle in der Richtung, bieten wir dann natürlich auch Pferdetraining an. So. Gut, Paul, dann sage ich danke und hoffe, dass du auch auf Trab bleibst. Ich glaube, die Sendung hat uns sehr viel mitgegeben, dass man nicht über den Schmerz rüberreitet, nicht über seinen eigenen Schmerz, sondern auch nicht über das des Pferdes, dass man das regelmäßig wahrscheinlich zu der Checkliste durchgeht, dass man das einfach so wie eine Vorsorgeuntersuchung fürs Pferd macht und immer wieder sich das anschaut, oder? Definitiv kann man das immer mal machen. Das empfiehlt sich ohne Frage. Also so ein Check-up sowieso. Es empfiehlt sich ja auch, wenn man einen guten Therapeuten hat, dass man den 1-2 Mal im Jahr kommen lässt, einfach mal um alles anzugucken, genauso wie man das bei einer Zahnkontrolle oder so ja auch machen würde. Wenn ich jetzt merke, dass irgendwas komisch ist, dass das Pferd irgendwie ein bisschen anders läuft, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen träger oder ein bisschen aufgeregter als sonst irgendwas ist anders, würde ich sowas immer empfehlen, einfach mal hinzugucken. Und ja, lieber zu früh und lieber einmal zu oft als zu selten. Und dann ist es natürlich so, wenn ich das oft gemacht habe, wenn ich oft so systematisch an die Sache rangehe, dann entwickle ich ja nochmal, das ist ja auch Blickschulung. Ja. Ne? Also man muss im Hinterkopf haben, wenn man das erste Mal macht, sieht man nicht alles, auch wenn man das vielleicht glaubt, aber man sieht ganz viel nicht. So, und man wird besser, je öfter man das tut und üben. Und man kann das ja in seinem Kopf dann immer wieder durchgehen, wenn man Pferde woanders sieht. Ne? Und das heißt dann aber bitte nicht, dass man dann losrennt und sagt, dein Pferd hat Schmerzen, ich hab's gesehen, so, wie kannst du das? Sondern dass man einfach seinen Blick trainiert, so, und dass man das mit einbaut, ne? Und dann an die ganzen Sachen denkt, die wir hier besprochen haben, die in diesen Checklisten oder beziehungsweise in diesen Studien, das sind ja Studien, die jetzt hier als Checkliste zusammengefasst sind, aufgearbeitet werden, dass man das mit in sein Repertoire aufnimmt. Wenn vielleicht, keine Ahnung, Leute da mit zuhören, die Reitunterricht geben oder so, ist das wahrscheinlich auch eine coole Sache für einen Theorieunterricht oder solche Geschichten, dass man sowas einfach, dass das bekannter wird in der Reiterwelt, ne? Und dass man mehr sich auf solche Sachen verlässt, als auf den geschulten Blick von selbsternannten Professionellen, so, ne? Oder auch Professionellen. Das ist schon, glaube ich, ganz vernünftig, wenn man systematisch an die Sache rangeht. Ja.
Herzlichen Dank, Paul, und ich schicke ganz liebe Grüße von Wien nach Leipzig und ich bin mir sicher, wir hören uns zu weiteren Schmerzthemen und ich werde auch deine Seite nochmal in die Shownotes packen. Alles Gute. Dir auch. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.